Kennst du zufällig dieses Problem? Du spielst ausnahmsweise mal eine sauteure Ausrüstung oder bist bis zum Anschlag bepackt mit seltenem Loot und aus heiterem Himmel verkümmerst du dann zu einem paranoiden Angsthasen, der hinter jeder Ecke sein Ende vermutet und sich mit Herzrasen und schwitzigen Händen weigert, seine Deckung zu verlassen. Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video lernst du die wichtigsten psychologischen Tricks, um deinen Gear 4 unter Kontrolle zu kriegen und somit schlagartig zu einem Raider zu mutieren, dessen Ruhe und Selbstbewusstsein seine Feinde in Angst und Schrecken versetzt. Dieses Video ist der ultimative Mindset-Guide, speziell konzipiert für Anfänger im Extraction-Shooter-Genre, mit Informationen so wertvoll, dass ihr noch euren Enkelkindern von diesem einzigartigen Moment der Erleuchtung berichten werdet. Es gibt natürlich viele Herangehensweisen, um seinen Geist zu stählern, aber wenn ihr jetzt nicht gerade koksabhängig oder zur Hypnosetherapie gehen wollt, habe ich hier ein paar wertvolle Ansätze für euch zusammengefasst, die zumindest mir enorm geholfen haben, zu dem unzerstörbaren Übermenschen zu werden, der ich heute bin. Fangen wir also mal an mit der Definition, was ist Gear 4? Von Gear 4 sprechen wir immer dann, wenn die Panik und Angst reinkickt, weil wir das Gefühl haben, etwas Wertvolles verlieren zu können. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, die in unterschiedlichem Ausmaß tief in den meisten von uns verankert ist. Dadurch wird eine Menge Adrenalin ausgeschüttet, das senkt dann direkt unsere Feinmotorik und sogar unsere Reaktionsfähigkeit kann dadurch schlechter werden. Also alles eher ungünstig, wenn man der abgeklärteste Aimer oder die ruhmreichste Raiderin in ganz Speranza werden möchte. Und darum gibt es hier jetzt eine Handvoll Herangehensweisen, die euch helfen, diese Angst in mentale Stärke zu verwandeln. Es klingt fast so ein bisschen, als würde ich euch am Ende dieses Videos so einen Kurs verkaufen wollen, aber keine Angst, das wird nicht passieren. Tipp Nummer 1 ist der Perspektivwechsel. Im ersten Moment mag sich bei einem Tod mit sehr viel wertvollem Loot der Gedanke aufdringen, Scheiße, jetzt habe ich alles verloren. Und auch wenn das natürlich wahr und erstmal nicht cool ist, muss ich euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass euch das immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder passieren wird. Fangt daher also schon am besten früh an, jeden eurer digitalen Tode als eine Investition in eure Erfahrung zu sehen. Anstatt Scheiße, jetzt habe ich alles verloren, sagt ihr euch also, ja, ist trotzdem scheiße, aber wenigstens habe ich etwas dazugelernt. Es ist unmöglich, die Eigenschaften der unterschiedlichen Arc-Gegner zu erleben oder die Vor- und Nachteile der jeweiligen Map-Umgebungen zu erfahren, wenn man sich aus Angst davor, seine Ausrüstung oder seinen Loot zu verlieren, weigert, diese Orte überhaupt erst aufzusuchen. Oder die Fights gegen bestimmte Arc-Einheiten niemals eingeht, weil man das Gefühl hat, sie könnten einem überlegen sein. Diese Ängste sind als Anfänger natürlich vollkommen nachvollziehbar, aber es ist natürlich immer cool, wenn man Wege findet, um diese Ängste schnell beiseite zu legen und deshalb kommen wir schon direkt zu Tipp 2. Fokussiere dich auf den Prozess und nicht das Ergebnis. Das bedeutet, du solltest dir vor allem als Anfänger nicht direkt jede Runde das Ziel setzen, zu extracten und rauszukommen, sondern in erster Linie erst einmal so etwas zu verfolgen wie: Ich will einen coolen Fight gewinnen. Oder ich will eine neue Route testen. Oder ich will eine High-Tier-Loot-Zone aufsuchen und diese dann aktiv erkunden. Denn in Arc Raiders sind viele lootbare Gegenstände, Schränke und Container nicht übermäßig ersichtlich gehighlightet. Es ist also definitiv schon sowas wie ein kleiner Erfolg, wenn ihr in einer eher stark umkämpften Zone wie den rot markierten Lootgebieten Erfahrungen darüber sammelt, wo der ganze heiße Scheiß eigentlich rumliegt, damit ihr beim nächsten Besuch viel effektiver euren Loot findet. Oder wie die realen Raider sagen würden, wie ihr viel gechillter an euer Hack kommt. Und direkt nach dem Hack kommt dann auch schon Tipp 3. Finde Ruhe durch Wiederholungen und Routine. Angst sinkt mit Wiederholungen. Plane anfangs eher kleine, häufige Sessions und nicht wenige hochstressige High-Tier-Runs. Ihr müsst in solchen Spielen ohnehin ab und zu mal eure eigene Economy wieder in den Griff kriegen und einfach nur losziehen, um so schnell wie möglich so viele grundlegende Materialien in eure Taschen zu stopfen und euch dann auch sofort wieder zu verpissen. Das bietet sich zum Beispiel besonders gut an, wenn ihr wisst, dass ihr auf eurer aktuellen Map einen schlechten Spawnpunkt erwischt habt oder sogar verzögert ins Raid gespawnt seid.
Wenn euer Timer am Anfang der Runde weit unter 30 Minuten anzeigt, lohnt es sich nämlich ohnehin nicht, irgendwelche Top-Tier-Loot-Runs zu machen, da ihr ohnehin viel zu spät zur Party seid. Nehmt euch in diesem Fall einfach entspannt die Außenposten und ruhigen Loot-Bereiche vor und versucht am Ende zum Beispiel mit einer Rauchgranate zu extracten, um euren Billig-Loot sicher und mit Stil nach Hause zu kriegen. Diese Wiederholungen geben euch dann ein gutes Verständnis für die jeweiligen Extraction Points, damit ihr im Falle einer wirklich wertvollen Extraktion auch die richtigen Entscheidungen treffen könnt. Und das bringt uns direkt schon zu Tipp 4. Trefft klare Entscheidungen. Jetzt, wo ihr so langsam anfangt, ein besseres Verständnis für Umgebung und Feinde und Freunde zu bekommen, gibt's für euer Selbstbewusstsein eigentlich kaum was Schlimmeres, als ziellos über die Map zu torkeln. Selbst wenn die klare Entscheidung erstmal nur die ist, bis zum nächstgelegenen Gebäudekomplex zu rennen, dann ist das immer noch 100-mal besser als Unklarheit über den weiteren Verlauf eurer Runde. Versucht euch daran zu gewöhnen, häufig auf die Map zu schauen und auf Flares zu achten, damit ihr wisst, welche Ausgänge aktiviert wurden und plant mit eurem gesammelten Wissen eure weiteren Schritte. Kurze Unterbrechung in eigener Sache: Wenn ihr das Gefühl habt, hier gerade irgendwie was mitzunehmen oder euch gut unterhalten fühlt, dann denkt doch vielleicht mal über ein Abo nach. Lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt mir vielleicht auch einen Kommentar. Und wenn ihr das, was ihr hier gerade seht, total scheiße findet, ist eine originelle Beleidigung natürlich auch viel wert. Weiter geht's. Und jetzt kommt ein One-of-a-Kind-Juwel eines Internet-Tipps. Das ist so Sektenguru-Level-Type-Shit-Motivationsmaterial, also gut aufgepasst. Es ist immer besser, selbst den schlechteren Plan mit richtig Eiern auszuführen, als den besseren Plan zögerlich umzusetzen. Und das ist besonders wichtig für Situationen, in denen ihr schnell reagieren müsst, weil ihr zum Beispiel in einen Hinterhalt geraten seid. Ich bin zum Beispiel jemand, der in Trios gern sofort seine Positionierung verändert und extrem offensiv Flanken angreift. Das ist vielleicht einerseits dumm, weil ich mein Team verlasse und nicht in der Lage bin, sie im Fall eines Downs zu smoken und zu reviven, aber ich fühle mich in dieser Rolle so wohl, dass ich in 4 von 5 Fällen einen großen Anteil am positiven Ausgang des Kampfes habe, weil ich meine Gegner mit Cojones aus dem Nichts überrasche und direkt mehrere knüppelharte Dinkelbrötchen an ihre Helme knalle. Und manchmal sterbe ich auch einfach total dumm und wir müssen wegen mir, scheiß Cowboy, dann wieder bei Null anfangen. Aber that's life. Versteht mich jetzt aber auf jeden Fall nicht falsch. Diese bedachten Entscheidungen können natürlich auch bedeuten, einen richtig stylischen Rückzug anzuordnen, bei dem man sich mit Utility-Granaten auf so spektakuläre Weise aus dem Staub macht, dass die Angreifer überhaupt keinen Peil haben, wohin ihr abgezischt seid. In so einem Spiel sind pazifistische Ansätze absolut viable und ich hoffe selbst auch, dass ich in dieser zurückhaltenden Spielweise jetzt im höheren Alter vielleicht auch noch ein bisschen besser werde. Aber zurzeit bin ich noch ziemlich draufgängerisch. Mal gucken, ob sich das mit Arc Raiders vielleicht ändert. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Tipp 5. Atmung und Physiotricks. Und das ist jetzt kein schlechter Scherz oder so. Wenn ihr in Panik geratet, einfach mal tief atmen und dabei die Hände ausschütteln und wieder Fokus auf den nächsten Schritt lenken, kann Situationen so heftig zu euren Gunsten entscheiden. Es ist im Allgemeinen bei solchen Spielen, so dumm das jetzt vielleicht klingt, enorm wichtig, seine Hände warm zu halten. So Ratten, die zum Beispiel 25 Minuten lang irgendeinen Extraction Point abaimen, so rumschimmeln und auf hinterlistigste Weise dann Raider beim Extrahieren plündern wollen, die werden selten in der Lage sein, sich mit Leuten anzulegen, die das komplette Raid über schon mehrere brenzliche Situationen gemeistert haben und somit in dem Moment dann auch auf einem viel höheren Aufmerksamkeitslevel sind. Also, das ist sehr unwahrscheinlich, dass man bei der Time to Kill dann als jemand, der die ganze Zeit nur ruhig dagesessen hat und sabbernd auf so einen Punkt geaimt hat, dann gegen solche Leute gewinnt. Ist sehr unwahrscheinlich. Und im Allgemeinen würde ich euch auch ans Herz legen, selbst in einer noch so unspektakulären Situation immer ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Falls ihr Dune gesehen habt, so bewegt euch immer so ein bisschen unberechenbar wie die Fremen, als sie dieses Sandlaufen gemacht haben. Ihr müsst bei Arc Raiders jetzt natürlich keinen Sandwürmern ausweichen, zumindest noch nicht, aber es hilft natürlich ungemein, sich dennoch immer so ein kleines bisschen zu bewegen, weil
Ihr macht es einfach den gegnerischen Teams viel einfacher, einen Kampf gegen euch zu starten, wenn ihr festgewurzelt irgendwo rumsteht. Und klar, in Arc Raiders gibt es so viele schöne Momente, wo man natürlich auch zwischendurch einfach mal ein bisschen Spaß hat beim Flöte spielen oder was auch immer oder sich gerade mit Leuten unterhält, die man in-game kennengelernt hat. Aber nichtsdestotrotz, man sollte sich angewöhnen, so wie in einem Battle Royale und jedem anderen Shooter auch, sich dabei permanent einfach ein kleines bisschen zu bewegen. Das schadet ja nichts. Und wenn man das sowieso im Unterbewusstsein hat, dann gehört das halt einfach mit dazu. Es hat einerseits den Vorteil, dass ihr nicht so leicht angegriffen werden könnt und andererseits den Vorteil, dass eure Hände warm bleiben. Get your boy. I'm sorry, guys. We were a little panicky. We were a little panicky. Don't worry. We're friendly. But yeah, have a good day anyway. Ja, you guys too. Bye bye. Und somit kommen wir jetzt noch zu Tipp 6 und das ist eigentlich der selbsterklärendste von allen. Spiel einfach auch mal Trash Gear. Arc Raiders hat im Vergleich zu zum Beispiel Escape from Tarkov den großen Vorteil, dass es kostenlose Loadouts gibt. Die sind jetzt natürlich nicht der Hammer und die haben auch nicht diesen gesicherten Slot, wo du dir Loot reinstecken kannst, der auf jeden Fall mit nach Hause kommt, selbst wenn du stirbst. Ach übrigens, falls euch irgendwann mal jemand sagen wird, dass du dir ein bestimmtes Item in deinen Arsch schieben sollst, dann will der dich damit nicht pervers beleidigen oder so, sondern meint sehr wahrscheinlich, dass du das in diesen Secure-Slot stecken sollst, damit du es auf gar keinen Fall verlierst. Also, das ist so ein bisschen Profi-Linguistik von den ganz, ganz krassen, staatlich geprüften Raidern. Da werdet ihr das häufig hören und das dürft ihr jetzt natürlich auch selbst verwenden. Sagt den Leuten ruhig, dass sie sich die goldenen Items in den Arsch schieben können. In meinen Arsch. Aber um jetzt noch mal kurz zurück zum eigentlichen Thema zu kommen, wenn ihr mit so einem kostenlosen Loadout umfallt, sollte euch das sehr wahrscheinlich jetzt nicht so ans Herz gehen. Und wenn ihr in Situationen seid, in denen ihr gerade neue Map-Abteile erkunden möchtet, dann ist das mit Sicherheit die beste Wahl und das macht das Leben dann schon wesentlich entspannter. Das waren fürs Erste meine 6 wichtigsten Tipps im Umgang mit Gear 4 und dem damit einhergehenden Kontrollverlust. Und falls ihr jetzt natürlich sagt, ihr habt noch einen viel heißeren Trick auf Lager, dann lasst uns das gern alle in den Kommentaren wissen. Ich lese mir das immer unheimlich gern alles durch. Teilt dieses Video sehr gern mit euren ängstlichen Mates oder Teamkolleginnen, damit ihr zu einer stabilen Einheit aus tiefenentspannten Profi-Raidern heranwachsen könnt. Und erinnert euch immer an das Mantra, ihr sterbt hier nicht im echten Leben. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Looten, Fighten und Rumgeraide. Habt noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und Zähneputzen nicht vergessen.